Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es ist wieder soweit, der Hellevator ist vorbei und ich darf euch wieder eine Liste präsentieren, die zusammengestellt worden ist, die alle Hellevator-Platzierungen vereint. Vielen lieben Dank an Tim an der Stelle, der das Ganze hier zur Verfügung stellt. Und ja, es sind wieder sehr viele Gilden zusammengekommen. Es ist auch sehr interessant zu sehen, was das Ganze für einen Unterschied macht zum letzten Hellevator. Denn das ist diesmal auch in der Liste gleich mit bei, wie die jetzigen Gilden und wie sie jetzt abgeschnitten haben, im Vergleich zum letzten Hellevator abgeschnitten haben. Und der letzte Hellevator ging ja einen Tag länger und so kamen wir dann auch auf die 20% und diesmal nur 18%. Das Ganze macht auch einen ganz schön heftigen Unterschied, muss ich sagen. Und ja, aber ich zeige euch mal die Liste. Was auch sehr spannend zu beobachten ist, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen, ist halt eben The Severed Tongue, der erste fusionierte Server und wo der steht. Ihr seht gerade hier, er steht auf Platz Nummer 13 und genau, das ist die Liste für den Hellevator diesen Monat, ja, und hier sind halt alle Gilden zusammengefasst aus allen Welten, von allen Servern und sortiert halt eben nach deren Höllenmarkenpunkten, die dort zusammengekommen sind. Und ihr seht, dass man zum Vergleich zum letzten Hellevator hier oftmals Minus zu stehen hat, weil halt eben das Ganze einen Tag weniger lang ging und deswegen man halt eben auch weniger Punkte sammeln konnte. Wie immer sehen wir hier auf den ersten Servern Ritter der Anduril, ne, gefolgt von Phoenix. Da macht den beiden keiner was vorbei, da auf S1.de. Dann auf S2.de haben wir hier die guten Freunde. Ja, auf S3.de haben wir die Unfassbaren hier. Das ist ja wirklich unfassbar. Und dann haben wir hier nach den ersten 4 Servern haben wir den ersten Server, einen Tschechen-Server. Und danach kommt auch gleich wieder ein deutscher Server mit The Insane auf S2.de. Und genau, so geht das Ganze dann hier weiter. Hier bis zum Platz 7 haben wir hier alle mit 4 Millionen am Start. Und dann haben wir hier unten nachher auf Platz 10. Wir konnten uns wieder in den Top 10 halten. Aber wir haben nicht mehr diese 4 Millionen geschafft, die wir letztes Mal geschafft haben. Ihr seht bei uns auch, sind wir ein bisschen abgerutscht von den Höllenmarken her, ist natürlich auch klar, ein Tag weniger. Und ich muss dazu auch sagen, wir hatten einen weniger in der Gilde. Wir haben mit 49, glaube ich, ist die meiste Zeit gespielt. Also wir hatten, glaube ich, einen Wechsel drin gehabt auf jeden Fall. Ihr seht auch, wir haben aber unsere Platzierung gehalten zum Glück. Das ist ganz gut. Ansonsten bin ich soweit eigentlich echt stolz auf die Gilde, muss ich mal so sagen. Die weiterhin Top 10 ist schon sehr cool, auf jeden Fall. Und ich verlinke euch die Liste auch mal gerne. Dann könnt ihr mal unten sehr gerne selbst drauf schauen und suchen, wo ihr vielleicht mit euren Höllenmarken steht und ja, welche Platzierung ihr weltweit abgeschlossen habt. Als Gilde. Ansonsten ganz interessant ist halt eben The Severed Tongue, der erste fusionierte Server, platziert sich hier auf Platz 13. Und ist im Vergleich zum letzten Mal 48 Ränge aufgestiegen. Das ist natürlich schon echt heftig, muss ich sagen, weil vorher war der Server auch, oder die Gilde an sich war wohl vorher auch nicht schwach gewesen. Da war ja Kragori und so drin. Das heißt, die waren auf Platz 61. Man kann ja hier unten schauen, ne? Dass man hier die Monate vergleicht, also hier sind noch die letzten Monate noch und hier sehen wir Platz 61, The Severed Tongue, war beim letzten Mal eben bei der letzten Liste und ist halt unglaublich viele Plätze aufgestiegen. Was aber auch noch sehr beachtlich ist auf jeden Fall, sind die Riesen der Nacht hier auf S8.de. Das, muss ich sagen, ist ultra krass, was die hier gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist da spielt da jemand von euch auf S8 und kann mir da irgendwie eine Story zu sagen, wie das jetzt zustande kam. Vielleicht sind da ein paar Spieler gewechselt oder die Gilde hat fusioniert oder so, weil das sind ja wirklich unglaublich viele Plätze hier, die gut gemacht worden sind im Vergleich zum letzten Hellevator. Also das ist wirklich extrem krank. Und genau, wir haben auch hier W50 vertreten auf Platz 16. Was auch sehr interessant ist, man sieht das hier rechts an der Seite, das kann ich euch auch mal ganz kurz erklären. Hier sieht man halt eben die verschiedenen Server und wie viele Gilden auf einem Server sind, die über 2 Millionen Höllenmarken quasi gesammelt haben. Und da haben wir hier auf S1.de zum Beispiel 11, aber was halt ultra interessant ist, ist halt eben W50.
der Server ist im Vergleich zu S1 wirklich ein Fliegenschiss von der Zeitspanne her. Also W50 ist ja wirklich jetzt noch nicht alt und S1.de ist ja der älteste Server so, ne? Und das ist krass, wie aktiv W50 ist mit den Gilden, denn die haben genauso viele Gilden mit über 2 Millionen Höllenmarken gesammelt wie S1.de. Das ist, also als ich das gesehen hatte, da habe ich mir gedacht, holy shit, was ist das für ein kranker Server, ne? Deswegen umso glücklicher bin ich, dass wir mit unserer Holzfällerhütte da auf Platz 5 stehen. Das ist für den Server wirklich schon ziemlich, ziemlich stark und deswegen Grüße gehen raus an alle Holzis da an der Stelle. Bin ich sehr stolz drauf, dass das so gut klappt und auch alles innerhalb der Gilde harmoniert. Das ist echt schön zu sehen und dass die Leute sich dort wohlfühlen, das ist mir auch das Wichtigste auf jeden Fall. Genau, und hier kann man jetzt weiter runter scrollen und sehen, wo ihr halt eben mit euren Gilden gelandet seid. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, eine Gilde suchen solltet oder so, dann kann man das entweder nach euren Höllenmarken hier sortieren oder mit STRG F kann man hier oben auch den Namen eingeben, also an der Tastatur. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sehe sie schon, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf W27 suchen, ne, unsere Black Bull Gilde, dann sehen wir hier unten, auf Platz 46 sind wir diesmal gelandet und sind 13 Plätze abgestiegen im Vergleich zum letzten Mal, ja. Keine Ahnung, womit das zusammenhängt, ob mit der Aktivität, weil jeder hat ja jetzt einen Tag weniger quasi gehabt. Gut, dass wir Minuspunkte einfahren, das ist fast bei jeder Gilde so, weil es halt eben einen Tag weniger ging. Aber dass wir dann 13 Plätze abgestiegen sind, das wundert mich tatsächlich. Aber trotzdem ist das ja nach wie vor immer noch eine sehr gute Leistung. Und hier sieht man sehr viele. Wenn wir zum Beispiel die Holzfällerhütte, jetzt mal STRG F suchen, Holz. Gut, und da haben wir sie. Wir sind auf Platz 209. Ja, haben sogar 3 Plätze gut gemacht im Vergleich zum letzten Mal. Und wir haben auch bei der Holzfällerhütte auch das gleiche Problem. Wir haben alle Tage mit 49 Membern gespielt, weil uns kurz vor dem Elevator einer verlassen hat. Und dann haben wir aber sofort den nächsten eingeladen, weil wir auch Warteliste haben und so. Aber dieser wollte dann in der Gilde noch so lange spielen. Ist ja auch verständlich, solange der Elevator dann noch lief. Das heißt, die ganze Elevator-Zeit über sind wir dann auf der Holzfällerhütte auf 49 Membern rumgesessen. Jetzt sind wir wieder vollzählig, aber deswegen auch cool, dass wir hier trotzdem 3 Plätze plus gemacht haben. Ist ja auch eine starke Gilde, einfach, muss man mal so sagen. Nur auf W50, auf Platz 5 erscheint sie halt eben gut, ja, Platz 5, ne? Aber man darf nicht vergessen, die Konkurrenz auf W50, ihr habt es ja gesehen, ist ja wirklich absolut krank, was da abgeht. Deswegen, die Holzfällerhütte wäre wahrscheinlich auf jeden anderen Server, der wahrscheinlich nur halbwegs so aktiv ist, Platz 1 oder Platz 2. Aber auf dem Server ist es halt eben enorm und ihr habt es ja gesehen anhand der Gilden, wie aktiv halt eben der Server ist, ne? Genau, und dann könnt ihr halt eben runterscrollen. Ich glaube, es sind wieder alle aufgelistet bis zu 2 Millionen Höllenmarken, die erreicht worden sind, sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich weiß nicht, wie ganz genau das nachher hier dann wird. Ich denke mal, das ist, da kann man sich dann nicht so mehr ganz drauf verlassen. Hier, Ranking not complete from here on. Okay, aber bis hierhin anscheinend alles gut organisiert und schön zusammengetragen. Deswegen, ist eine schöne Sache. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Arbeit hier an Tim, wie jedes Mal. Und auch an Alec, glaube ich, wenn er hier mitgewirkt hat, auf jeden Fall. Dankeschön auf jeden Fall an alle, die hier geholfen haben. Das ist wie immer sehr aufschlussreich und nach wie vor, ich spreche es auch jedes Mal an, vermisse ich einfach in Shakes and Fidget selbst, dass hier halt auch einfach eine eigene Liste ist zum Elevator, beziehungsweise halt zum Ranking, dass man hier international ein bisschen sich mehr vergleichen kann, sag ich mal. Genau, das wurde letztes Mal auch geschrieben, als ich gesehen hatte, wir sind auf Platz 50. Das liegt wahrscheinlich auch daran, eHoff-mäßig gesehen, weil ja auch viele Server fusioniert worden sind, wo viele starke Spieler auch drauf gespielt haben. Und jetzt halt eben viele Server dadurch weggebrochen sind und zu einem Mega-Server quasi F1 zusammen fusioniert worden sind. So, und deswegen
ja, es viele Server hier in der eHof gar nicht mehr gibt und wir deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen platzierungstechnisch aufgerutscht sind. Und das ist natürlich auch relativ logisch. Hatte ich jetzt ja, gar nicht dran gedacht, muss ich sagen, aber dadurch kommt das zustande, dass wir hier in der eHof ein bisschen weiter oben platziert sind als sonst. Ich glaube, sonst waren wir immer, ja, ich glaube so 10 Plätze oder so dahinter, circa. Ne? Und es wurden ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Server zusammengelegt worden sind, aber vielleicht circa pipapo auch so 10. Ich weiß es nicht ganz genau mehr. Ne? Aber auf jeden Fall auch einiges und ja, mit dem Hintergedanken auf jeden Fall auch natürlich recht logisch. Hier steigen wir ein bisschen weiter ab, muss ich sagen. Ja, ist zwar schade, ich meine, hier braucht man sich zwar zu den Kämpfen nicht melden, ne? Nichtsdestotrotz, ja, nagt der Server natürlich auch am Hungertuch, sag ich mal. Der ist nach wie vor immer noch recht inaktiv. Nur, dass halt eben hier sehr viele Aufholer starten, was halt sehr schön ist. Aber das ist halt eben für den etwas niedrigeren Bereich interessant und nicht für den eHof-Bereich, wo die Leute natürlich nach wie vor auch irgendwann früher oder später eines Tages auch hinkommen werden in dem Bereich, aber jetzt momentan halt eben nicht. Und deswegen auch im Moment zumindest noch weniger interessant für die internationale Ehrenhalle. Genau, das sieht man auch ganz gut daran. Wir haben nämlich auch einen Kampf verloren gegen Werthers Echte. Das soll auch mal passieren. Wir sind zwar relativ weit vorne, allerdings unter gewissen Umständen und unter gewissen Anmelderaten passiert es auch mal, dass wir einen Kampf verlieren gegen Werthers Echte. Also so ist es halt auch nicht. Ne? Ich hatte es euch auch schon mal gezeigt. Werthers Echte ist auch mega aktiv. Das ist auch eine starke Gilde, eine sehr starke Gilde. Hier seht ihr auch 50 Anmeldungen und bei uns sind halt eben 45 jetzt diesmal nur gewesen. Was für uns auch schon viel ist. Ansonsten haben wir auch eigentlich fast immer volle Anmeldungen, sag ich mal. Es kann immer mal passieren, dass 1, 2 Leute das übersehen, vergessen oder verpennen halt einfach. Ne? Das ist mir auch schon öfter passiert. Da spreche ich mich ja nicht frei von. Ne? Das ist ja auch kein Problem, wenn das mal zwischendurch passiert. Aber 45 ist halt in der Masse schon ziemlich viel und hat halt eben dazu geführt, dass wir den Kampf gegen Werthers Echte am Ende dann halt eben auch verloren haben. Allerdings behaltet mal im Hinterkopf, dass wir jetzt quasi 5 Leute weniger sind und dann achtet mal darauf, wie knapp das trotzdem war. Also daran sieht man auch, dass unsere Gilde halt eben trotzdem noch deutlich stärker ist. Selbst wenn wir mit 5 Anmeldungen weniger diesmal am Start sind, war der Kampf trotzdem sehr, sehr knapp gewesen. Ja? Und ihr seht es halt hier, es hatte nur noch ein Furz gefehlt für den Sieg. Und stellt euch da mal vor, dass wir halt eben eine volle Anmelderate hätten und nicht 45. Ne? Also ihr seht, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben für Werthers Echte. Aber es passiert hier und da mal, dass die Konstellationen ein bisschen ungünstig für unsere Seite stehen. So wie halt eben heute. Ne? Okay, das soll es aber soweit gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.